Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der CAD Akademie. Mein Name ist Sebastian. Ich arbeite im Referat Digitale Stadt und im Connected Urban Twins Projekt und möchte heute über unsere Prototyping-Plattform reden und damit erklären, warum Prototyping ein guter Weg zu einer erfolgreichen Digitalisierung und IT-Umsetzung ist und wie es euch hilft, eure Fachprobleme zu verstehen und bessere Lösungen zu finden. Wie gesagt, mein Name ist Sebastian. Ich bin Mathematiker, beschäftige mich seit mehr als 12 Jahren mit Digitalisierungs- und auch IT-Projekten, habe da Erfahrung gesammelt im Big Data, KI, IoT-Umfeld, im Energiekontext, in der Energieversorgung, auch im öffentlichen Kontext oder auch im Banking und E-Commerce. Wir arbeiten in unserem Projekt an dem Thema Smart City. Und wenn ich überlege, was zu Smart City gehört, dann stelle ich mir darunter was vor wie IoT und Data-Driven Decisions. Das bedeutet im Idealfall, wir haben eine Datenerfassung in Echtzeit über Sensoriken. Wir können damit ein möglichst genaues Abbild der Stadt erzeugen und nutzen KI-Algorithmen und andere Machine Learning-Algorithmen, um smarte Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel im Rahmen Predictive Maintenance, wir halt vorab entscheiden können, wenn etwas kaputt geht, dass wir eben eine vorausschauende Wartung durchführen. Dafür benutzt man auch gern das Tooling der digitalen Zwillinge. Und klassische Beispiele dafür könnten smarte Mülleimer sein, die man dann leert, wenn sie voll sind und das eben smart überwacht. Eine Parkraumoptimierung, um die Plätze ideal den PKWs zuzuordnen und damit den Parksuchverkehr zu minimieren. Oder auch die Grünfläche zu verbessern über Bodenfeuchte, Hitzesensorik und auch Pegelstandsüberwachung etc. Das sind die Applikationen, die wir heute kennen. Ich bin gespannt, was noch kommt in Zukunft. Und die spannende Frage ist, das ist das Zielbild, wie komme ich denn jetzt dahin? Und wir haben einige Erfahrungen gesammelt in den letzten 4 Jahren im Projekt und die möchte ich gern teilen. Ganz allgemein würde ich den Prozess unterteilen in erstmal die Schritte, wir müssen Daten sammeln, müssen analysiert werden. Daraus kann ich ein KI-Modell erstellen und das führt dann zur Fachanwendung. Das heißt, die Erkenntnisse, die ich vorher gewinne, kann ich dann in einer Fachanwendung, in der Fachapplikation oder im Fachprozess anwenden und dann wieder zurückspielen. Man sieht dann hier schon, wir folgen da dem Deming-Kreis, der ausgesprochen Plan, Do, Check, Act ist. Das heißt, wir ändern kleine Dinge, planen das vorab, was tun wir, was würden wir ändern, dann ändern wir das tatsächlich, prüfen dann, ob das mit unseren Erwartungen übereinstimmte und versuchen das dann in das tägliche Doing, in das Act zu überführen und dann planen wir den nächsten Schritt. Und gerade die Datensammlung kann besonders gut über Sensoren stattfinden für Echtzeitdaten. Unsere Erfahrung, ganz einfach gesprochen, wir hatten zumindest solange ich da bin, habe ich 2 größere Ausschreibungen gesehen und wir wollten auch 'n kleinen Prototyp anfangen für das Beispiel Bodenfeuchte-Sensorik oder auch Pegelstandsmessung für die Gewässer zweiter Ordnung. Für uns als Projekt war's spannend. Wir hatten Budget und Ressourcen, sind zum Fachbereich gegangen und wollten ein wertvolles Problem finden, was sich lohnt zu lösen. Haben wir gefunden, haben dann bei uns geschaut, passt das zum Projekt? Wie viel Budget können wir dafür einplanen? Und der nächste Schritt ist dann, wir holen Angebote ein und war im einen Fall mit der Bodenfeuchte ungefähr 40 Standorte, also 40 Sensoriken und für Pegelstände ungefähr 20. Und dann ist ja ganz logisch, ich mache die Ausschreibung, hole die Angebote ein und dann wähle ich einen Anbieter aus und dann setze ich das um. So viel der Plan, aber wir haben halt festgestellt, in der Größenordnung, die wir gewünscht hatten, reicht das Budget irgendwie nicht. Also Schritt 4 nochmal anders dargestellt, wähle Anbieter aus. Wir haben sehr gute Angebote jeweils vom Markt erhalten. Klang alles professionell, höchst plausibel, haben aber dann festgestellt, wenn wir mal die Budgets oder das Budget mit den Angeboten vergleichen, dass wir da eine sehr große Diskrepanz haben. Das ist so in diesem Diagramm dargestellt. Der dickere blaue Balken zeigt das Budget und die Abtragung, die kleinen schwarzen Xe zeigen die Angebote so in etwa zwischen weniger teuer bis sehr, sehr, sehr teuer. Und dann ist die Frage: Wie soll ich da entscheiden? Alles klang gleich gut. Für mich, für uns sogar, auch für das ganze Fachämter. Die Entscheidung ist klar, sie ist jetzt rein budgetseitig getrieben und ich kann das fachlich enorm schwer bewerten. Ich würde es jetzt als Fragestellung auch in den Raum stellen: Wie stellen wir denn sicher, dass ich solche Angebote tatsächlich fachlich korrekt bewerten kann, wenn ich wenig Erfahrung in dem Feld habe? Und das ist nun mal bei vielen smarten Lösungen und Smart City Lösungen der Fall, weil wir auf verschiedene Fachdomänen treffen. Meine oder unsere Antwort jetzt ist mit einem Prototyp. Ganz einfach.
Wie baut man denn einen Prototyp und was ist überhaupt ein Prototyp? Einfach gesagt ist ein Prototyp dafür da, um das Umsetzungsrisiko zu reduzieren, zu überprüfen, wie sehr kann ich das überhaupt, wie kann ich meine angedachte Lösung realisieren. Dabei schaffe ich Klarheit bei den Anforderungen und auch für die fertige Lösung. Wir können frühzeitig Probleme aufdecken und in dem Prozess des Prototypings baut man auch selbstständig Kompetenzen auf. Meine Empfehlung wäre, identifiziert riskante, unbekannte Teile des Vorhabens, entwickelt dafür eine schlanke Lösung. Also alles abschichten, was nicht auf das Ziel einzahlt. Und auch ganz wichtig, die Abgrenzung, ein Prototyp nie in Produktion einsetzen. Das passiert immer wieder, fällt einem aber sehr böse auf die Füße und ist auch sehr unangenehm für die Umsetzenden, weil sie können dann tendenziell nachts nicht ruhig schlafen. Wie das konkret aussehen kann, schauen wir uns dann gleich auf der nächsten Folie an. Denn so eine war abstrakt erklärt, aber jetzt für uns würde ich einfach ganz klar sagen, bei der nächsten Idee möchte ich hier etwas messen, zum Beispiel smarte Mülleimer messen, dann machen wir keine große Ausschreibung, selbst wenn gesagt wird, es lohnt sich nicht für eine kleine Größenordnung, sondern wir beginnen mit einer kleinen Ausschreibung. Das heißt, ein Sensor, wir machen einen Workshop mit einem Beratungsunternehmen oder mit Sensorspezialisten und wir vereinbaren einen Probebetrieb über mehrere Wochen oder auch Monate, um dann mal zu sehen, wie sieht denn die Lösung in der Realität aus. Rein praktisch kann das so sein, wir verbauen das dann einmal und treffen uns gemeinsam und sehen dann, welchen Formfaktor hat der Sensor und so weiter. Vorteil ist, man kann direkt Fragen mit Fachexperten klären, man lernt sehr, sehr viel über Technologie und kann das in die eigene Arbeit übernehmen. Und wir sehen dann auch, wie denn dann die langfristige Lösung sich im Probebetrieb verhält. Also ist der Messwert, den ich mir dachte, der mir hilft der mir wirklich? Das kostet natürlich Geld und Zeit in einem geringen Umfang, verzögert auch ein bisschen die Ausschreibung, die größere Problemlösung. Aber es bringt uns dahin, dass wir eine viel konkretere Ausschreibung machen können. Und auf Strecke gesehen können wir so eine bessere Qualität erreichen und auch Zeit und Geld sparen. Wo kann man jetzt prototypen und wo baut man den? Da gibt es 2 Wege, einfach gesagt. Ich gehe zu einem richtigen IT-Dienstleister, die mir alles mitbringen. Also die haben Ressourcen, die haben Sensoren rumliegen, die haben ein Rechenzentrum und bringen das alles aus der Cloud mit. Ich habe ganz wenig Aufwand damit, kriege eine professionelle Lösung vom Band, das ist klasse. Nachteil ist, der eigene Kompetenzaufbau ist schwierig. Ich kann das in der Regel vielleicht gar nicht selbst anfassen. Ich kann es nicht selbst mal kaputt machen, was total gut ist, um mal was zu lernen. Und pro Prototyp könnten es einen verschiedenen Tech-Stack eben geben. Das heißt, ich kann es selten wiederverwenden und habe immer so ein kleines Silo pro Prototyp gebaut, was eigentlich auch ärgerlich ist. Und wäre auch schade, wenn die Daten dann nicht bei ihm selbst vorliegen. Das wäre schon immer gut, die gehören einem ja dann auch. Der zweite Weg ist, ja, man baut eine lokale Prototypen-Umgebung auf. Langfristig kann man da sehr viel Fachwissen aufbauen, mit totale Kontrolle über die Daten. Man kann damit schrittweise auch diese Plattform weiterentwickeln und können auch standardisieren und Technologien wiederverwenden. Nachteil kostet erstmal Geld, ist jede Menge Aufwand und man braucht schon Kompetenz und man muss sehr viel Kompetenz erstmal aufbauen, um zum Prototyping zu kommen. Glücklicherweise hatten wir das in Leipzig. Also einmal den Mut, das überhaupt den Weg zu gehen und Hardware zu beschaffen und auch ein Backing von der Führung und gleichzeitig die Kompetenz im Haus oder konnten sie organisieren. Und wir nennen die Initiative Popper-Plattform. Passt in den Umzugskarton, sieht man auf dem Bild links und aufgebaut sieht man das auf dem Bild rechts. Das ist vor allen Dingen der linke Teil mit mit den pinken Klebezetteln. Da sieht man unser kleines Rechenzentrum, das sind 4 Mini-PCs, auf denen ein Kubernetes-Cluster, also eine Cloud läuft. Im Detail haben wir auch 2 Sensoren angeschlossen, um zu erklären, was sind denn überhaupt Realtime-Messwerte. Es ist nämlich eine andere Erfahrung, wenn ich einen Messwert sehe, der sich alle 5 Sekunden oder jede Sekunde ändert, so 3600 Mal pro Minute. Oder wenn ich den in einer Excel-Tabelle sehe, wo ich dann pro Stunde einen Wert habe. Das eine kann ich in Excel verarbeiten, das andere wird sehr, sehr schwierig. Man merkt schnell, dass man andere Werkzeuge benötigt, um die Daten zu analysieren. Im Bild links sieht man einen Lichtsensor, der eben Rot, Grün, Blau misst und die Gesamtintensität des Lichtes. Wir haben uns dafür entschieden, man kann mal die Hand davor halten und sieht sofort eine Reaktion an dem Sensor. Das ist ziemlich spannend. Und ja, was uns der Hersteller gesagt hat, man kann damit gut LED-Signale im Schaltschrank monitoren. Also wenn das Licht auf grün springt oder auf rot springt, dann kann ich da informiert werden. Auf der anderen Seite sehen wir einen Wärmeflusssensor.
den energetischen Durchfluss an einer Wand oder einer Oberfläche misst in Watt pro Quadratmeter. Ein sehr innovatives Gerät und wir finden das auch spannend in Anbetracht auf die Analyse des Energieverlustes von Häuserwänden. Und wir sehen hier 2 Sensoren von Theodero. Ja, wir sind Fans von der Firma und finden das schön, mit ihnen hier zusammenarbeiten zu können und haben schon viele schöne Sachen mit ihnen umgesetzt. Unter der Haube sieht der Datenweg so aus. Also wir gehen von dem Messsensor, der die Messwerte erfasst. Daneben ist ein Gateway, das ist der kleine graue Kasten. Das kleine schwarze Gerät, das ist der Sensor. Das Gateway nimmt die Messwerte entgegen und sendet diese an einen MQTT-Broker. MQTT ist, kann man sich vorstellen, wie WhatsApp für Maschinen. Das heißt, da ist so eine Maschinen-zu-Maschine-Kommunikation möglich. Das Gateway gibt dann diese Messwerte an den Router oder schickt sie über den Router übers Internet an diesen Broker. Der Broker ist ins Internet exposed. Das heißt, er kann Messwerte entgegennehmen und dann sind wir auf der Plattform. Also was man links sieht im Bereich, das ist diese Feldhardware und auf dem rechten Teil sind wir im Rechenzentrum. Nachdem der Broker die Werte entgegengenommen hat, werden sie von einem Inbound-Service verarbeitet. Das heißt, er nimmt den Messwert entgegen, schaut, habe ich damit gerechnet, kenne ich den Absender und dann speichert er es in eine Datenbank. Bei uns ist es eine Zeitseriendatenbank, weil wir Messwerte über die Zeit sammeln. Da werden die Daten persistiert und in der Diagramm eine ganz einfache Darstellung im Grafana, was ein typisches Dashboarding-Tool ist. Man kann die Bausteine auch alle austauschen, wenn man möchte. Ja, uns war wichtig, dass es Open Source ist, aber auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Was sehen wir hier? Nur eine kleine Auswahl von Risiken, die wir mit diesem Aufbau adressieren können. Wir können zum einen sehen, funktioniert der Sensor, wie ich das auch erwarte. Also am Beispiel dem Wärmeflusssensor. Wir wissen, der hat auch eine Vorzeichenhaftung. Also der kann den positiven Durchfluss und den negativen Durchfluss messen. Und das ist gut, das mal im geschützten Umfeld ausprobieren zu können. Wir sehen dann im Aufbau auch, wie würde ich den Sensor vor Ort anbringen? Wie ist der Formfaktor? Muss ich da einen Kasten drumherum bauen? Kann ich das an der Wand befestigen? Welche Infrastruktur wird noch benötigt? Brauche ich eine externe Stromversorgung oder ein kleines Solarpanel zum Beispiel oder eine Batterie? Oder muss ich dann doch an das Stromnetz anschließen? Man kann testen, wie die Datenübertragung grundsätzlich funktioniert und dann eben auch reagieren, welche Technologie möchte ich verwenden? Eher LoRa, Narrowband IoT, GSM. Es ist auch immer am Anwendungsfall zu entscheiden, wofür ich mich dann festlege und am Ende entscheide. Man kann auch direkt testen, welche Granularität an Daten brauche ich. Brauche ich einen Stundenwert oder einen Tageswert oder noch feiner aufgelöst? Zum Beispiel bei der Bodenfeuchte-Sensorik ist es weniger relevant, einen Stundenwert zu haben, als mehr so ein Tageswert, die doch recht stabil sind. Bei einem Pegelstand hätte man vielleicht feiner aufgelöste Werte, wenn es dann doch mal Richtung Hochwasser geht. Wir sehen auch, ob die Technologien, für die man sich entscheidet, funktionieren. Und dann für mich auch noch der sehr spannende Punkt, ist die Visualisierung überhaupt hilfreich? Weil man geht mit der Hypothese los, ich messe hier einen Wert, dann zeige ich den an und dann weiß der Fachbereich, was zu tun ist. Aber die ist in der Regel falsch, die Hypothese. Und ich messe nicht nur einen Wert, ich messe viele Werte, die sind auch abhängig von Umgebungswerten. Daraus muss ich eine aussagekräftige Darstellung entwerfen und ein Dashboard oder auch Kennzahlen ableiten, die dann dem Fachbereich das Problem lösen. Vielleicht möchte ich ja gar nicht die Bodenfeuchte an dem Standort wissen, sondern ich möchte wissen, wann der Boden so trocken ist, dass ich einen Baum gießen muss. Das ist ja eher eine Eventgenerierung. Und das kann man auch nur so im Prototyp frühzeitig erkennen. Kann ich es im Alltag des Fachbereichs verankern, dass sie jeden Tag auf die Entwicklung der Kurve schauen oder braucht eher eine SMS, der Fachbereich? Und da steht drin, jetzt bitte an dem Standort gießen, der Rest ist fein. Und das ist vielleicht die zentrale Frage, kann ich mit meiner Idee das Problem des Fachbereichs lösen? Das wird man vor keiner Ausschreibung in diesen Fällen wissen. Man hat eine Idee und man hat einen Plan und jeder Plan ist so gut, bis er zum ersten Mal in die Realität kommt und dann gibt es eben den Abgleich. Da möchte man frühzeitig nachjustieren können. Nochmal etwas technischer, einen technischen Blick auf unsere Pop-up-Plattform, auf unsere Infrastruktur. Wir sind überzeugt davon, dass Innovation einen geschützten Raum braucht. Und da haben wir uns entschieden, das lokal in einem Büro aufzubauen. Wir haben es analog zu einem Cloud-Rechenzentrum aufgebaut. Also wie gesagt, es ist ein Kubernetes-Cluster darin, haben GitLab davor geschaltet, da können wir direkt drauf deployen und können damit in wenigen Minuten und wenigen Stunden einfach einen Prototyp ausprägen. Bringt uns jede Menge Geschwindigkeit. Der Aufbau war auch recht einfach. Wir haben es über unseren städtischen IT-Provider beschafft. Daher nochmal Dank an dieser Stelle.
Die Plattform läuft im Sondernetz der Stadt, also im anderen Informationsraum, in einem anderen Netzwerk. Das ist aus Sicherheitsgründen getrennt und das ist für beide Seiten super, weil wir wollen auch nicht in das Stadtnetz rein. Der Initialaufbau dauert jetzt circa einen Tag, also soweit ist es automatisiert, das Infrastructure as Code. Und wenn wir sie irgendwohin verschicken oder mitnehmen oder neu starten, dauert es circa 30 Minuten, bis sich alles automatisiert aufgebaut hat. Dann heute haben wir mehrere Sensoren, mehr als 3 Stück. Und wir können Open Source Software verproben und das dauert circa einen halben Tag. Und 'ne prototypische Lösung und wir haben diverse Prototypen drauf laufen, mehr als 3 Applikationen, die seit über 5 Monaten stabil laufen. Also, was so spontan aufgebaut aussieht, ist erstaunlich stabil. Und da sieht man auch die Gefahr, wie schnell ein Prototyp nach Produktion gehen kann. Da verweise ich auf ein professionelles und stringentes Projektmanagement, die das verhindern. Weil die Idee des Prototyps ist, genau ein Problem zu lösen, nicht auf dauerhaften Betrieb zu schauen und sich damit ganz viele Risiken einzukaufen. Im Detail. Wir sieht ganz oben im Bild ist ein möglichst reiner Internetanschluss und ein Stromanschluss. Das wären die Voraussetzungen für den Aufbau einer Plattform. Dann haben wir den Router und 'n Switch, die uns das Netzwerk darstellen und Plattform-Nodes und 'nen Plattform-Host. Der Host verwaltet die Nodes oder die Worker. Und ich glaube, damit ist schon vieles und alles gesagt. Es ist alles Open Source gebaut, alles transparent. Und wen das interessiert, der kann gerne auf die Website schauen, den QR-Code scannen und sich den Bauplan anschauen. Unter der Haube haben wir das Kubernetes Cluster. Wir managen unsere Nodes über Metal as a Service. Das heißt, wir können die alle standardisiert provisionieren. Wir nutzen die Virtualisierungsschicht aus Docker, haben in Git den Code, Git als Codeverwaltung drin und über Ansible wird die Infrastructure as Code hochgezogen. Und Docusaurus ist unser Dokumentationssystem, dem wir die Website gebaut haben. Und wir haben noch ein paar Beispiele mitgebracht, was man noch tun kann mit der Plattform. Zum Beispiel kann man eine Open-Source-Lösung namens Civitas Core testen. Es gibt einen Verein, der heißt Civitas Connect. Die haben eine Open-Source-Datenplattform gebaut und veröffentlicht und es ist fast ein Jahr her, dass sie die veröffentlicht haben. Und wir hatten uns gedacht, das klingt spannend. Wir machen mal einen Workshop, so 'n das Explorationsworkshop genannt. Wir wollten die Sensoren, die ihr da vorher gesehen habt, mal an die urbane Datenplattform von Civitas anschließen. Wir haben dann eben rausgefunden nach wenigen Stunden, super Lösung, Civitas kann man machen, und ist eigentlich top gebaut. Wir sind dann an der Konfiguration der einzelnen Bausteine innerhalb der Civitas-Lösung gescheitert, weil das Konzept von Civitas ist, wir nehmen existierende Bausteine, setzen die zusammen und dann ist die Konfiguration erst noch den Nutzenden überlassen. Und wir sind einfach an Doku gescheitert, haben 2 Stunden draufgeworfen mit hartem Timeboxing. Was ich da auch empfehlen würde, wenn man was ausprobiert, nehmt euch 'ne Timebox und haltet die ein. Und dann war die Zeit auch aus und haben uns einfach lieber runter dokumentiert, was wir getan haben, haben dann den Kontakt zu Civitas gesucht, uns dazu ausgetauscht und die Doku beschrieben, um auch 'n schönen Projektabschluss dafür zu haben. Weiteres Beispiel, wir haben 'nen Prozess automatisiert, der jeden Monat 2 bis 3 Tage sind das Fachamt beschäftigt. Geht auch um Verkehrszähldaten. Der geführte Hackathon hat 2 Tage gedauert und der Weg war so, wir haben den Prozess gemeinsam aufgenommen, haben überlegt, wie könnte 'ne Lösung aussehen? Was können wir automatisieren? Und haben das dann geschafft in den 2 Tagen. Jetzt dauert der Prozess 10 Minuten statt 2 bis 3 Tage, ist nicht mehr anfällig für händische Manipulation oder ich habe mich verklickt. Und wir haben jetzt das Prototyp auf der Plattform laufen. Und jetzt wäre der nächste spannende Schritt, wie integriere ich das wirklich in das Fachamt, in die Bestandssysteme? Das ist noch offen. Aber wir konnten in sehr, sehr wenigen Minuten, also mit 'nem sehr kleinen Invest von 2 Tagen, mit dem Fachamt 'ne Lösung entwickeln, auch zeigen, dass Digitalisierung schnell gehen kann und nicht unendlich kompliziert sein muss. Und das ist, denke ich, 'ne schöne Benchmark. 'N weiteres Beispiel, analog wahrscheinlich, ist das Thema der Besuchermessung in der Bibliothek. Das haben wir hier die Herausforderung in städtischen Bibliotheken, dass man gern die bestehende Besuchermessung modernisieren möchte. Der Hintergrund ist, dass man die Service zum Beispiel in Stoßzeiten verbessern kann. Wenn mal wenig los ist, dann dass man die Leute woanders einsetzt, nicht vorne an der Ausleihe, sondern eher im Archiv, dass da was sortiert wird. Haben wir uns auch für 'nen geführten Hackathon entschieden. Es war so, die Bibliotheken haben 'nen Sensor herausgesucht, der datenschutzkonform arbeitet. Die haben sich da beraten lassen von anderen Bibliotheken, anderen Lösungen. Wir haben auch da gemeinsam den Prozess aufgenommen.
und das einmal temporär im Büro installiert. Also haben die Kollegen informiert: „Hier, wir messen jetzt mal kurz." Und das ist dann auch ganz lustig, wenn man die Leute animieren kann: „Geht mal rum, geht mal am Sensor vorbei, wir brauchen grad 'n Messwert, wir brauchen Daten, wir wissen, wie das geht." Und weil auch hier ist ja die Idee, ich kaufe den Sensor, ich hänge den hin und dann misst der mir schon, was ich brauche, aber so einfach ist es nicht. Der bietet mir eine Vielzahl an Daten an und dann muss ich schauen, was kann ich davon benutzen und verstehe ich die Daten richtig, interpretiere ich die Daten richtig. Das Schöne ist, die Kollegen wissen jetzt, dass es geht, können den Aufwand abschätzen für eine größere Umsetzung und man kann damit viel mehr Selbstbewusstsein in Anbietergespräche gehen und auch an eigene Lösungen und hat sehr viele Fragen schon vorab geklärt. 'N weiteres Beispiel ist das Testen von Lösungen von Open Code. Open Code sammeln wir ja Verwaltungs-Open-Source-Lösungen und die Idee ist, dass man das einfach dann weiter benutzen kann als andere Kommunen. Und der Fachbereich findet zum Beispiel 'ne Lösung und denkt: „Ach, die könnte spannend sein. Ich würde die gern mal ausprobieren. Ich würde die gern installieren." Und häufig braucht man dafür auch schon 'n Kubernetes-Cluster. Und das machen wir jetzt auch so in so Standard-Workshop-Formaten fast. Simple Idee, wir laden es runter, wir installieren es und dann geht's los. Häufiger betrachtet eigentlich in jedem Fall war das bisher so: „Ne, leider nicht." Wir haben jetzt 3 Lösungen tatsächlich getestet, haben da einige Hürden in der Übertragbarkeit gefunden, haben die auch zurückgespiegelt an die EntwicklerInnen und sehen dann eben auch, wenn ich das als Kommune so übertragen wollte, muss ich den Entwickler einkaufen, der mir diese Lösung für mich anpasst. Und im Falle zum Beispiel von hardcoded URLs, dass man halt die Backend-Adresse nicht ändern kann oder das nicht dynamisch ist, dann ist das einfach ärgerlich. Das sollte man direkt softwareseitig vorab lösen. Oder auch wenn 'ne Schriftart auf 'nem System fehlt, dann was bei mir passiert, dann startet halt der Container nicht. Das ist zu vermeiden, weil das kostet einfach nur Geld und Zeit und das hilft nicht. Aber das Schöne ist, wir kommen darüber ins Gespräch, wir können's mit geringem Aufwand testen und eben auch dann zurückgeben. Das ist ja auch die Empfehlung an alle: Testet das vorher und in der Regel wird's auf euren Laptops nicht funktionieren. Deswegen braucht was anderes. Jetzt noch 'n kleiner Ausblick, was wir im Connected Urban Twins Projekt dieses Jahr vorhaben. Wir würden das nämlich gern fortsetzen und aus dem, was wir gelernt haben, das nicht nur in diesem Format teilen, sondern auch in Folgeformaten. Und konkret sind das die Fragen: Was ist bei Open-Source-Lösungen zu beachten? Wie kann man das ausprobieren? Wie kann ich rausfinden, ob mir das wirklich weiterhilft? Was ist im Projektmanagement zu beachten? Meine persönliche Überzeugung ist, dass mit sehr gutem Projektmanagement die Probleme alle lösbar sind. Es ist kein technisches Problem, es ist eher 'n organisatorisches Managementproblem. Und vielleicht auch die Frage: Woran erkenne ich überhaupt guten Open-Source-Code? Was kann ich als Projektmanager, Projektmanagerin tun, um keinen Käse zu replizieren? Also, kommt gern wieder und bleibt am Ball. Vielen Dank.